Heute haben wir einen wunderschönen Wochenspruch als Thema aus dem Galaterbrief. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn ich diesen Vers höre, denke ich spontan an Beerdigungen. Kein Witz. In den 50er und 60er Jahren war dieses Bibelwort ein beliebter Spruch für Hochzeiten. Jetzt sterben die damaligen Brautleute und der verbliebene Ehepartner wünscht sich manchmal den Trauspruch als Beerdigungstext. Das geht natürlich nicht bei allen Texten, aber hier geht es eigentlich ganz gut. Denn die zurückgebliebenen Angehörigen überlegen dann, was denn aus diesem Vers geworden ist in ihrem Leben. Und dann bekomme ich manchmal berührende Geschichten zu hören. Trotz allen Tiefen, die die Eheleute durchaus erlebt haben, erzählen sie auch von diesem gegenseitigen Lastentragen, vom Füreinander-Dasein. Eine Haltung, die teilweise bis zum Tod geblieben ist, im ganz wörtlichen Sinne, wenn der eine Ehepartner den anderen bis zur letzten Stunde gepflegt und versorgt hat. Wenn ich solche Geschichten höre, dann spüre ich oft eine beeindruckende Liebe. Für die Ehe kennen wir das. In anderen zwischenmenschlichen Bereichen ist das nicht so selbstverständlich. Und das fängt ganz früh in der Bibel an. Auf die Frage Gottes, wo denn Abel sei, antwortet Kain rotzfrech: Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Mit dieser Gegenfrage will er nur vom Brudermord ablenken. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, wir sollen aufeinander achten, füreinander sorgen, einander im Blick haben. Und wenn Paulus das sagt, fasst er damit einen ganz wesentlichen Aspekt der Lehre Jesu zusammen. Jesus selbst hat es ja im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. Da heißt es, dass wir Gott lieben sollen, aber unseren Nächsten ebenso wie uns selbst. Die geschwisterliche Liebe gehört zu den Selbstverständlichkeiten, wenn wir als Nachfolger von Jesus, der selbst unser Bruder geworden ist, leben wollen. Von der Liebe Gottes zu reden, ohne die Liebe zum Nächsten zu leben, sie zu beherzigen, das kann gar nicht funktionieren. Es gehört einfach zusammen. Auf das, was Gott für uns getan hat, antworten wir als Christen mit unseren Taten. Das, was wir tun, soll eine Folge der Erfahrung der Gnade Gottes sein. Die Liebe, mit der wir beschenkt werden, sollen wir weitergeben. Und wenn wir die Gnade und Liebe Gottes wirklich verstehen, sie durchdrungen haben, wird uns das motivieren zu einem Leben der Hingabe für andere. So wie Jesus unsere Lasten getragen hat, werden wir bereit, die Lasten anderer zu tragen. Und wenn wir das tun, gehören wir letztlich alles selber zu den Gewinnern. In einer Gemeinschaft zu leben, in der wir das zu leben versuchen, kann uns letztlich nur gut tun. Und dass das nicht immer einfach ist, wissen wir alle. Wir sind alle nur Menschen. Aber den Schritt immer neu zu wagen, lohnt sich allemal. Der Lastenausgleich, von dem Paulus hier erzählt, macht unser Leben nicht nur irgendwie erträglich, es funktioniert nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern er drückt etwas von der Selbstlosigkeit aus, der Barmherzigkeit, der bedingungslosen Liebe, die in Jesus verkörpert ist. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Diese Worte sollen uns alle ermutigen, Lasten der anderen zu tragen. So kann unser Leben in Gemeinschaft wirklich gelingen. Probieren wir es immer neu aus. Amen.